Ja, ich bin jetzt hier beim Tom, Tom, wie er sich auf Facebook nennt, von V-Form. Genau. Super schön, dass ich da sein darf. Das ist echt, dass es so spontan und schnell geklappt hat mich total gefreut. Ich folge dir schon lange auf Facebook und bin ein Riesenfan von deiner Argumentation, von deinen Informationen, von deinem Wissen. Das ist wirklich, also haut mich einfach immer wieder um. Toll, und auch wie du Gegenargumenten entgegentrittst. Ja, wirklich, wirklich toll. Macht Spaß, dir zu folgen. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, warum Tom, warum V-Form? Ja, also erstmals vielen Dank, dass du überhaupt in die Schweiz gekommen bist und auf mich zugekommen bist. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Ich finde das, was du machst, finde ich einfach genial. Verfolgt unbedingt ihre Seite. Und was du da machst, ist wirklich extrem vorbildlich und Chapeau, dass du dich da einsetzt. Danke. Ja, also V-Form, dieses Logo hier, das V und das F, das steht für verschiedene Dinge. Das V steht für Vision, für Values, also Werte, für vegan und für Victory, weil ich denke, dass die Zukunft der Menschheit, des Planeten, der Umwelt siegreich sein wird, wenn wir uns Richtung vegan entwickeln. Und das F, das Form, steht für Information und Transformation, weil wie wir im Video auch später merken werden, dass Information ist die Grundlage für eine Veränderung. Ohne Information findet keine Transformation statt, keine Reformation. Und deswegen durch Vorführen, durch selber machen als Vorbild, so wie du es auch jetzt wunderbar machst mit deinem Sport und deinem Engagement, kann man den Leuten zeigen, dass eine Veränderung für uns alle wirklich das Beste wäre. Absolut. Für die Umwelt, für die Tiere, für die Gesundheit. Jawohl, so ist es. Ja, cooles Logo, coole Sache, coole Message. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt frühstücken und reden ein bisschen. Machen wir. Und warum? Weil es einfach logisch ist. Ja. Also ich glaube, wenn sich jemand die Zeit nimmt, und dafür brauchst du nicht viel, ich glaube, du brauchst 10 Stunden. Wenn du bereit bist, 10 Stunden zu investieren, 5 gute Dokus, eine gute Speech, 2, 3 gute Dokus zum Thema Umwelt, Ethik, Gesundheit, das genügt. Ja. Da musst du noch mit dir selber musst du dann ein Gespräch führen. Das wichtigste Gespräch überhaupt, was du mit jemandem führen kannst, ist das mit dir selbst. Also wenn du die Zeit nimmst, wenn du das Wissen hast, vor dem Spiegel zu stehen und dich zu fragen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass ich glücklich, gesund und ausgewogen leben kann und meine eigenen Werte davon profitieren und meine Seele davon profitiert, warum sollte ich es dann nicht mindestens versuchen? Warum soll ich mich dann lustig machen über Menschen, die das schon schaffen? Ich glaube, dass die ganzen Leute, die über Veganer sprechen, innerlich eigentlich ein bisschen wissen, dass sie das aus Scham machen, dass du Leute auslachst, weil sie eigentlich etwas leben, was du nicht für möglich hältst. Das einzige ehrliche Argument heute ist, mir sind die Tiere praktisch egal, mir ist der Planet egal, ich will das einfach. Genau. Das wäre ehrlich und geradeaus, straight. Ja. Aber komm nicht mit, ich kaufe Bio und Fairtrade und beide Tiere und alles, weil das machst du eben nicht konsequent. Wenn du auswärts essen gehst, ist es immer aus der Massentierhaltung. Genau. Wenn du Fertigprodukte kaufst, ist es immer aus der Massentierhaltung. Oh. Immer. Und das kannst du nur steuern, wenn du sagst, ich bin konsequent und verzichte auf Tierprodukte. Meine Frau hat mir schon auf meinen, ich glaube, 38. Geburtstag ein veganes Kochbuch geschenkt. Das schon 2 Jahre bevor ich vegan wurde, habe ich ein veganes Kochbuch geschenkt bekommen. Ich habe mich dann auch angefangen, intensiv mit der Materie auseinanderzusetzen, aber nicht so wie während unserer Reise. Wir waren 3 Monate reisen und da habe ich mich wirklich intensiv damit befasst. Aber interessiert und inspiriert hat mich das Ganze schon einiges früher. Aber ich dachte einfach, das ist so krass, das ist extrem, wie kann man nur noch Gemüse und Früchte essen, das ist so eingeschränkt. Und dann noch der Irrglaube, dass man Fleisch und Eier und Milch braucht, um Muskeln aufzubauen, um Krafttraining, das Maximum aus meinem Krafttraining rauszuholen, ist die Ernährung. Also muss ich logischerweise tierische Produkte essen. Und ich
Das Krasse ist auch, ich wusste und ich ahnte, dass es den Tieren nicht so gut geht in der Tierindustrie. Aber mein Verständnis war, es ist so schlimm. Und die Realität ist, es ist da. Die Vorstellung von den Menschen, wie schlecht es den Tieren geht, ist sowas von abseits von der Realität. Wenn du wüsstest, wie verschissen, wie schlimm es diesen Tieren geht, würden viel, viel mehr Menschen sich mit der Thematik intensiv auseinandersetzen. Ja. Und das ist das Warum war einfach, ich war angeekelt von der ganzen zerstörerischen Art des Nicht-Veganismus. Diese ganze omnivore Welt von einfach Fressen und der Freude und der Lust halber auf eigene Werte zu verzichten, das ist es mir einfach nicht wert gewesen. Und meine Frau hat einfach sofort mitgezogen, also als ich gesagt habe, ich hätte schon ein halbes Jahr vorher gesagt, weißt du, wenn du mal vegan werden möchtest oder so, ich wäre gleich mit dabei. Warum hast du das vegane Buch damals geschenkt? Er ist oft von der Arbeit nach Hause gekommen. Er hatte dort eine Sekretärin, die sich vegan ernährt hat schon lange. Und die hat ihm immer wieder mal ins Gewissen geredet, weil er jeden Tag mit viel Fleisch Mittag gegessen hat. Und was mir viel erzählt, was sie so erzählt hat, und ich habe einfach mitbekommen, wie das ihn beschäftigt. Also dass er immer wieder darüber spricht und sich Gedanken macht. Und als gelernter Koch kocht er auch jetzt noch viel und gerne. Und so ist es irgendwie zustande gekommen. Das dauert manchmal wirklich lange, gell? Also bei mir war es auch, ich hatte eine Triathletin, die ich sehr bewundere, ja? Und da haben wir vor 3 Jahren zufällig ein Meet and Greet gewonnen, als Team, als Verein. Und dann haben wir die getroffen und die hat sich schon immer oder sehr, sehr lange vegetarisch ernährt und dann im Gespräch eben kam auch raus, dass sie sich auch zu 98%, wie sie selber sagt, vegan ernährt oder pflanzlich ernährt. Und ich habe mir damals vor 3 Jahren wirklich gedacht, naja Mädel, dann wirst du es ja nicht lange machen in der Triathlon-Szene, ne? Du kanntest das. Ich habe wirklich gedacht so. Und sie gehörte zu den besten Triathleten Deutschlands mittlerweile, ja. Und hat wir damals schon berühmt und bekannt, ja. Aber da fing es bei mir so an, ja, wo ich dann angefangen habe, wirklich auch so, ja, okay, also es scheint doch zu gehen, aber, aber das dauert dann manchmal doch. Ja, ich denke auch, das ist einfach ein Prozess. Also in dieser Zeit, in den 2 Jahren, bevor wir dann umgestellt haben, also er war ein Fleischfresser. Und immer mal wieder hat er Fleisch auf dem Teller und du hast ihm einfach angemerkt, das genießt er jetzt nicht. Und es hat auch, ich glaube, du hast nicht immer fertig, also es hat auch, wo ich habe manchmal wirklich stehen gelassen. Ich habe nie Fleisch weggeschmissen, aber dann, dass ich einfach ein Stück Fleisch über 2 Tage oder 3 Tage sogar verteilt habe, weil ich es nicht genossen habe. Das war aber schon fast am Schluss schon, wo das war auch. Ich habe als erstes auf natürlich und Bio und Weidebeef umgestellt und ich habe dann sogar bei einem Freund von uns, der ein Bauer ist und Rinder züchtet für Fleisch, bei ihm das Fleisch gekauft. Weil ich dachte, wenn ich es schon kaufe, möchte ich wissen, woher es kommt, dass es schön gelebt hat, diese ganze Illusion von, dann ist es ja in Ordnung. Dann ist es ja in Ordnung, wenn ich weiß, dass der Bauer dem Tier gut geschaut hat. Und das ist ein guter Freund von mir und er ist wirklich auch ein guter Typ. Schlussendlich schickt er trotzdem die Tiere in den Schlachthof, aber das war der erste Schritt. Aber ich konnte diese 20 Kilogramm, die ich gekauft hatte, nicht fertig essen. Ich habe das sogar noch meinem Bruder dann geschenkt. Ich konnte es nicht essen. Ich denke, je näher die Tiere sind, desto schwieriger wird es auch. Und deswegen ist es auch einfach, heute einfach Fleisch im Laden zu kaufen, weil du kein Gesicht dazu hast. Du hast keine Persönlichkeit, die du mit isst. Du hast das Leid des Tieres nicht mit und die Freude. Tiere haben ja auch diese Freude, diese Emotionen, wenn sie glücklich gelebt haben. Warum soll ich vertrauen? Ja, warum soll ich das sofort her? Genau. Und ich möchte, dass das Tier gut gelebt hat. Und das ist noch viel schlimmer. Wenn doch ein Tier ein Scheißleben hat, dann ist es okay, dann erlöse es von seinen Qualen. Aber wenn doch ein Tier ein schönes Leben hat, so, warum hast du jetzt ein gutes Gewissen, ein glückliches Leben, ein glückliches, gesundes, junges Leben zu zerstören? Genau. Ja. Weil das sind ja alles Kinder. Genau. Alle Fleischstücke, die wir auf dem Teller haben, sind Kinder. Niemand isst eine 20-jährige Kuh, die umgekippt ist, weil sie einfach jetzt alt geworden ist. Oh, Genau. du, da liegt eine tote Kuh im Stall. Lass uns die doch essen. Lass uns die doch essen.
Also, Essen ist was Schönes. Essen ist was Schönes. Ja. Und du hast es vorhin ja gerade richtig gesagt. Es ist noch schöner, wenn dafür niemand leiden musste. Genau. Dann macht es noch mehr Freude. Habe ich jetzt das falsche Messer gemacht? Ist egal. Nein. Das ist egal. Stimmt. Ja, und wir können alle unsere Nährstoffe und Vitamine und wenn wir es eben reduzieren auf das, wie der Sportler Nahrung sieht, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, Nährstoffe, Ballaststoffe, Vitamine. Also sobald kriegen du wir weg alles. bist, werden wir natürlich uns an unsere Pillen ranmachen. Glaube ich dir sofort, also ich habe in meiner großen Tasche auch nur Pillen. Nur Pillen, nur Pillen. Eigentlich machen wir Pillen-Sandwiches. Genau. Ich muss immer lachen, weil das ist schon witzig. Die Supplement-Industrie ist eine Multibillionen-Industrie. Das wird ja nicht nur von diesen 3% veganen Menschen auf der Welt konsumiert. Wer frisst denn diese ganzen Supplements? Das sind nicht die Veganer. Wenn ich schaue bei uns im großen Laden, im Großverteiler, in der Migros oder im Coop, gibt es ganze Regale voll, nur mit Brausetabletten, Zink, Selen, Magnesium, Krämpfe hier, Krämpfe da, Omega-3. Vitamin D, Omega-3. Da frage ich mich, wenn doch eure omnivore Ernährung so ausgewogen ist, wofür braucht es dann all diese Supplements? Na, ganz einfach, weil Mangelernährung genauso gut in einer omnivoren Ernährung vorkommen kann, wie in einer vegetarischen, wie in einer veganen Ernährung. Weil keine Ernährungsform in sich garantiert, dass du gesund bist. Du kannst da waren all diese Kälber auf der Wiese, unterschiedlichen Größen. Und da kam die Bäuerin aufs Feld und all die Kälber erkennen die Bäuerin, wie ist eine Freundin, eine Mutter, sind da hingerannt, haben ihr die Jacke abgeleckt und so. Und ich war mit der Tochter da, alle haben die kleinen Kälber gestreichelt und dann sind sie zu uns runtergekommen und haben mit uns ein bisschen gesprochen. Und dann sagt sie so, ja, jetzt müssen wir leider all die Kälber reinnehmen, weil morgen werden sie sortiert. Dann sage ich so, warum sortiert? Ja, die eine Hälfte kommt eben morgen in den Schlachthof. Und die stehen daneben mit ihren Kulleraugen und gucken sie an und lecken ihre Jacke ab und freuen sich, dass sie da ist. Oder? Und bei uns waren sie eher so ein bisschen noch zaghaft, noch ein bisschen so, wir kennen dich nicht, warum sollen wir dir vertrauen? Aber bei ihr war sofort bumm. Und da frage ich sie so, hast du nicht Mühe damit? Das sind doch deine Freunde, schau mal an, wie die dich anhimmeln, wie sie dir vertrauen und wie sie dich mögen. Und morgen wirst du sie einfach betrügen und wirst sie in den Tod schicken. Und das ist jetzt kein Vorwurf, aber mich nimmt Wunder, stört dich das nicht? Verletzt dich das nicht? Sagt sie doch, das verletzt mich schon, aber das ist der Preis, wenn man Fleisch essen will. Und dann sagt sie, weißt du, früher hatten wir einen Milchbetrieb, das war noch viel schlimmer, da mussten wir ständig die Kühe schwängern und die kleinen Kälber, die Jungen mussten wir gleich umbringen oder ein paar Monate später. Und mein Mann ist jetzt Vegetarier. Also ihr Mann, der den Hof betreibt, findet die Milchindustrie scheiße, ist jetzt aber Vegetarier, Und macht aber... konsumiert Milchprodukte, will aber selbst mit der Milchproduktion nichts mehr zu tun haben, als hat er für einen Fleischbetrieb. Die Logik, die muss mir mal einer erklären. Ja. Wo ist da oben irgendwas schiefgelaufen, dass du da das Bild nicht erkennst? Ja. Das eine ist, der Mensch mag salzig, der Mensch mag fettig, das ist bei uns programmiert. Das Gehirn assoziiert sofort, wenn du etwas Salziges, Fettiges oder was Süßes, Fettiges hast, Kalorien. Und wir sind ja programmiert, Kalorien zu sammeln, weil es könnte wieder mal eine Phase kommen, wo man Hunger leiden muss und dann hat man sich eine Reserve angefressen. Nur diese Zeit kommt nie, deswegen werden wir immer dicker. Das andere ist, dass es in Käse Hormone drin hat, sogenannte Casomorphine. Das ist von der Natur aus gewollt, dass das Kalb oder dass das Kind möglichst oft bei der Mama trinkt, auch wenn es gar keinen Hunger hat, sondern nur, weil es suchtgesteuert weiter trinkt. Damit es in der Natur nach der Geburt möglichst schnell selbstständig wird, dass es schwerer wird. Jedes Baby muss sich innerhalb von 6 bis 9 Monaten das Gewicht verdoppeln. Und das heißt, Milch ist eigentlich ein Wachstumstrieb, ein Wachstumssaft, was das Baby zu sich nimmt. Und wenn du Käse machst, dann konzentrierst du diese Hormone, diese Casomorphine und du reicherst es mit Salz und mit Fett an und entziehst ja Wasser und dann hast du es in einer doppelten, dreifachen, vierfachen Ladung. Und deswegen haben die Menschen sehr, sehr oft Mühe damit, vom Käse loszulassen. Eier, Fleisch und Fisch ist oft nicht so schwer, aber bei der Käse bleibt... Weil er mich süchtig macht. Macht süchtig.
Und das merkst du auch in der ganzen Fast-Food-Industrie. Double Cheese, Triple Cheese, Käse noch in die Kruste rein, bei Pizza Hut noch ein extra Käse. Wollen Sie hier noch extra Käse? Wollen Sie da noch Sahne oben drauf? Das ist ja überall, diese Milch muss überall noch reingepumpt werden, weil wir einen massiven Überschuss haben von Milch, oder? Die Werbung wird sogar subventioniert, ne? Ja. Und was auch krass ist, wenn man es ganz genau nimmt, liebe Vegetarier, Käse ist nicht vegetarisch. Vor allem nicht der Parmesan. Der Käse ist nicht vegetarisch, weil da muss ja Lab ran. Das ist aus dem Kälbermagen. Das heißt, das Junge von der Mutter wird geschlachtet und man entzieht dann dieses Lab aus dem Kälbermagen, um die Milch zum Gerinnen zu bringen. Und dann kann man diese kleinen Knöllchen, die sich geronnen haben, mit einem Käsetuch aus der Flüssigkeit rausnehmen und damit wird dann der Käse gemacht. Also du musst, um Käse zu machen, musst du die Mutter, du musst ihr das Kind wegnehmen, ihr Kind töten, das Kind aufschneiden, die Muttermilch abzapfen und damit dann was basteln, was Käse heißt. Und das soll dann vegetarisch sein, ist es leider nicht. Das ist abartig. Das stimmt. Das ist eigentlich eklig, wenn man sich. Also wenn du so erzählst, bin ich froh, dass ich schon vegan bin. Spaghetti mit Tomatensauce, wie ein Sohn sagt, Parmesan, schon eine geile Idee. Genau. Und wir haben das vermisst und haben dann dieses Ding hier entwickelt. Das ist unser Nussmesan. Kannst mal riechen. Also kannst du auch probieren. Und hier kannst du einen Löffel voll nehmen. Das ruhig einen ganzen Löffel nehmen. Wenn sich der Geschmack richtig entwickelt im Mund. Und wenn du das mit deiner veganen Pesto-Soße oder mit Tomatensauce mischst. Das schmeckt wirklich, also je länger er im Mund ist, desto Kommt besser. der Käsegeschmack kommt so etwas raus, ja. Wirklich gut. Also das Super. fehlt fast nicht mehr bei uns auf dem, also Und der kommt einfach fix überall alles. drauf. Ja, wirklich Also super. über Reisgerichte, über Kartoffeln, über Salate. Knoblauch ist da drin. Das ist es. Super. Der schmeckt echt gut. Okay. Den werde ich mir auch bestellen, wenn ich wieder da bin. Magst du ihn jetzt nicht mit raten, denke ich. Ne? Ja. Leider. Also ich habe nämlich beim Herfahren heute schon überlegt, ich muss ja einkaufen, weil morgen sind die Geschäfte zu, oder sind hier auch zu in der Schweiz, ne? Ja. Sonntags? Also es gibt Tankstellen, haben geöffnet. Ja, nee, das ist ja zu. Und dann habe ich schon überlegt, was koche ich denn heute? Und dann habe ich mir gedacht, du könntest Nudeln mit Zucchini und Tomatensauce machen und dann vielleicht hat der Tom ein bisschen Käse für dich. IARC von der Weltkrebsorganisation, dass verarbeitetes rotes Fleisch krebserregend ist, ohne Frage, Stufe 1. Und dann siehst du die Eltern, die ihren Kindern Mini-Pick und so diese kleinen Würstchen mitgeben. Das ist genau dieses Dreckszeug. Ja, Wahnsinn, oder? Das ist, wenn du deinem Kind eine Zigarette mitgibst auf dem Schulweg. Genau. Sag, da, rauch eine. Und das ist das, was mich so wütend macht. Ja, in dem Web, ich war ja bei der Swissweg, in dem Magazin haben wir auch Artikel geschrieben, wie viel Geld in die Werbung für Fleisch investiert wird vom Staat. 6 Millionen Franken hier. Ich will gar nicht wissen, wie viel es in Österreich und Deutschland ist. Also der Staat unterstützt, dass wir krank werden. Mit unseren Steuergeldern. Und sie vergünstigen diese Lebensmittel noch. Genau. Also sie machen Werbung dafür und sie subventionieren diese Produkte. Wahnsinn. Warum? Warum? Und Warum wollen sie uns töten? das ist ja das nächste Thema, das ist mit der ganzen CO2-Steuer. Ich bin nicht dafür, dass man die CO2-Steuer auf Fleisch einführt. Ich bin dafür, dass man einfach die ganzen Subventionen für Fleisch in den nächsten 5 Jahren reduziert, den Bauern eine Chance gibt, umzustellen. Man muss ja nicht von heute auf morgen sagen, so, ich hätte keine Kohle mehr, du hast 200 Tiere, schau selber. Ja. Verstehe ich schon, die sind auch in dieser ganzen Matrix nur ein Zahnrädchen. Genau. Die wahrscheinlich den Hof noch geerbt haben oder einfach in dieses System reingedrückt wurden und sich das Ganze vielleicht gar nicht so bewusst sind. Aber wenn man ihnen eine Chance gibt, sagt, schau, wenn du umstellst, wir geben dir 5, maximal 10 Jahre Zeit, deinen Betrieb auf pflanzlich umzustellen und du bekommst von uns Subventionen, wenn du Gemüse anbaust, wenn du Soja anbaust, und Tiere werden nicht mehr subventioniert. So, was passiert? Automatisch wird Fleisch 50% teurer. Genau.
Gemüse wird günstiger. Ja. Der Anreiz für die Bauern, mehr Werbung zu machen für Gemüse, steigt. Die ganzen Handelsketten würden auch mehr Werbung machen für gesundes Essen. Genau. Das wäre der richtige Weg. Aber da hast du halt Diese Lobby. diese Lobby dahinter und die alteingesessenen Politiker, die selber noch einen Schweinemasthof haben oder mit Aktien an irgendeiner Fleischfirma beteiligt sind. Und dann weißt du genau, warum die das fördern. Immer nur aus eigenem Interesse, nicht im Interesse. Du musst immer nur dem Geld folgen, dann weißt du immer, warum das so läuft. Aber es passiert ja jetzt schon wirklich viel. Also, ich meine, auch die Greta-Bewegung, ja, was da jetzt Menschen weltweit auf der Straße sind, das war ja noch nie in der Geschichte der Fall. Also weltweit so viele Menschen gegen ein ganzes System und ein Wertesystem ja auch demonstrieren. Ja, nichts anderes ist es ja letztendlich. Ja? Also trotzdem bewegen sie sich nicht. Das ist, was mich wirklich schockiert. Ja? Weil, was muss noch passieren? Trotzdem passiert immer noch nichts. Ja. Ja? Die Geschichte hat es schon immer so gemacht, wenn dir die Botschaft nicht gefällt, dann töte den Botschafter. Und ich glaube, dass diese ganzen negativen Sachen gegen Greta, dass es auch bewusst provoziert wird von der Gegenseite. Dass man sagt, ja, Verschwörung und die hat gar kein Interesse an einer besseren Zukunft und jetzt, aber ich habe ein Interesse, dass das, was sie sagt, bei allen Leuten in die Köpfe geht. Genau. Ob jetzt da jemand dahinter steht, der das Ganze finanziert, ist mir doch wurscht. Genau. Sojawurst. Ja. Sojawurst, ja. Das ist, ja. Genau. Ich verstehe das auch nicht. Also, es ist doch super, dass da jetzt endlich jemand ist, der diese Position hat, dahin zu kommen und mit diesen Menschen, die für mich ja auf einem Level sind, wo ich niemals, also die würden ja niemals mit mir reden. Da kann ich doch dankbar sein, dass da jetzt jemand ist, der das geschafft hat. Egal wie der da hingekommen ist. In kürzester Zeit. In kürzester halbes Jahr. Das ist unglaublich. Ja. Und sie kann sich so unheimlich gut artikulieren, finde ich. Also sie kann sich so gut ausdrücken, sie ist nicht mal ihre Muttersprache. Ja. Das ist das Wahnsinnige. Genau. Stell dir vor, du musst eine zweite Sprache lernen und dann sprichst du sogar zur ganzen Welt. Und jeder legt jedes Wort, was du raus hast, auf die Goldwaage. Und wenn du mal, jetzt ist ja ein Video rausgekommen, wo sie vielleicht mal keinen Bock hatte, irgendeine Frage zu beantworten und um sich geschaut hat mit anderen jungen Leuten auf der Bühne und gesagt hat, will es nicht mal jemand anders beantworten, weil wahrscheinlich wurde auch diese Szene aus dem Kontext genommen. Vielleicht haben die Reporter schon 20 Fragen gestellt und alle an Greta, obwohl da 8 junge Menschen auf der Bühne sitzen. Und sie hat auch gesagt, frag doch mal jemand anders, warum immer ich? Und dann ist so, ja, siehst du, wenn Greta kein Skript hat, kann sie nicht sprechen. Ja. Das verstehe ich schon. Und auch wenn, auch egal. Ja, selbst dann. Ja, Selbst dann. ja, die ist 16, was die geschafft hat, wer schafft das sonst? Niemand. Eben. Es ist einfach immer das, wo kann man noch drücken und wo kann man noch... Noch was kritisieren. Ja, Schon Aber krass. so sind die Menschen. das leider. ist so traurig. Also ich würde mir wünschen, dass immer mehr Männer vegan werden. Ich glaube auch, Ich mir auch, weil dann wäre die Auswahl größer. ich glaube, das ist unheimlich wichtig, denke ich, wenn man Veganerin ist oder wenn man Veganer ist und man ist noch Single. Ich glaube, kann zu ziemlich großen Konfliktpotenzial führen, wenn ein Partner selber das Ganze nicht versteht. Ich finde, es braucht mehr Männer, Ja. die einfach zeigen, dass man stark sein kann, gesund sein kann, für seine Überzeugungen einsteht, für die Umwelt steht, für die Zukunft seiner Kinder, für die kommenden Generationen einsteht. Dann bist du ein echter Kerl für mich. Genau. Wenn du entgegen der Masse Handlungen machst und Entscheidungen triffst, die dem Allgemeinwohl und anderen Lebewesen nützen und nicht einfach aus purem Egoismus, der dümmlichen Aussage, wir haben doch schon immer Fleisch gegessen. Einfach auf alles scheißt. Ja, ist so.
Das ist für mich sowas von unmännlich. Du bist für mich ein Schwächling, wenn du so handelst. Genau. Und nicht körperlich. Du kannst für mich 2 Meter groß sein, 150 Kilo. Du bist nicht stark, wenn du nicht bereit bist, dein eigenes Ego zurückzunehmen, im Sinne zum Wohl von anderen. Genau. Dann bist du ein echter Kerl, finde ich. Ja. Da kannst du für mich 1,50 sein und nur 50 Kilo schwer sein, das ist mir egal. Dann bist du für mich ein echter Mann. Genau. Hast du mein Video gesehen, warum Ich habe es nicht ganz angeschaut, Männer vegan nein. sein sollten? Ich habe es nur angerissen, aber ich hatte keine gute Verbindung auf dem Campingplatz. Ach so. Und dann habe ich es nicht ganz fertig geschaut. Also da thematisiere ich das ja auch mit der ganzen Potenzgeschichte. Ja. Game Changers, wer den Film noch nicht gesehen hat, sollten unbedingt noch sehen. Aber es ist einfach auch logisch, dass wenn du weniger Östrogene hast, wenn dein Blutfluss besser funktioniert, wenn du mehr Sauerstoff in alle Glieder bekommst, die du hast, in alle Glieder, dass dann einfach mehr Leistungsfähigkeit da ist. Ja. Wenn der Motor sauber ist, die Pumpe, und das alles funktioniert. Genau. Du kippst ja auch nicht das billigste Drecksöl in dein Auto und erwartest dann Hochleistungs-Formel-1-Rennwagenleistungen zu sehen. Genau. Der Treibstoff macht das aus, ob das alles richtig funktioniert. Genau, und wenn es Ablagerungen auf den Leitungen gibt und die Leitungen verstopft sind, dann geht halt irgendwann mal nichts mehr, ne? Ist so. Und das ist das erste Zeichen, was die Männer dann einfach machen. Männer, und das betrifft viele. Ja? Also man sagt so, ab 45 betrifft es ungefähr 40% der Männer, die mit erektiler Dysfunktion zu kämpfen haben, also mit Potenzproblemen. Okay. Und das Erste, was sie machen, ist, sie nehmen blutgefäßerweiternde Mittel. Man sieht es ja überall bei uns in den Männerklos, hängt oft Werbung über dem Pissoir. Da bin ich jetzt nicht so oft. Nee, aber das kann ich euch jetzt mitteilen, weil ich da mich ab und zu mal aufhalte. Also bei uns im Einkaufscenter zum Beispiel muss ich schon immer ein bisschen schmunzeln, weil gerade über dem Pissoir hängt Werbung für ein Produkt, das heißt Prostatasan, glaube ich. Okay. Und das ist, damit sie wieder besser pinkeln können und damit sie auch erektile Dysfunktion entgegenwirken können, damit der Blutfluss besser funktioniert. Das heißt, die ganze Pharmaindustrie hat natürlich schon wieder eine Lösung parat. Das ist das Coole. Genau. Die sagen nicht, hör mit etwas auf, sondern mach ruhig so weiter, aber wenn du unser Produkt kaufst, dann klappt es wieder. Also als erstes kauft man blutgefäßerweiternde Mittel, meistens mit chemischen Substanzen drin, die deinem restlichen Körper nicht gut tun. Aber dafür haben wir dann auch wieder was. Mach dir keine Sorgen, wir haben für alles was. Da gibt es dieses vom Känguru nämlich auch. Und dann gibt es ich nehme die rote Pille, wenn ich Bauchweh habe, aber davon bekomme ich Kopfweh, aber dann nehme ich die schwarze Pille gegen das Kopfweh, aber davon bekomme ich Durchfall. Genau. Aber dann habe ich ja noch, oder? Ja, und das ist ein Rattenschwanz. Der hört nicht auf. Und es ist halt viel lohnenswerter für einen Arzt auch oder für zum Beispiel die Pharmaindustrie zu sagen, kauf doch dieses und jenes Produkt, anstelle einfach zu sagen, hör mit diesen und diesen Nahrungsmitteln auf, daran verdienen sie ja nichts. Die Pharmaindustrie profitiert nämlich eigentlich doppelt. Die ganzen Antibiotika, die ganzen Vitamin B12 Supplements, die in die Tiermassenhaltung reinfließen, kommen ebenfalls aus der Pharmaindustrie. Natürlich. Es sind genau die gleichen Antibiotika, die am Menschen angewendet werden, die man auch an Tieren anwendet. Und deswegen züchten wir uns ja auch diese Antibiotika-Resistenz an. Genau. Also sie würden sich eigentlich 2 Kunden abschneiden. Ja. Wenn die Leute aufhören, tierische Produkte zu essen, braucht man weniger Tiere, das heißt weniger Absatz für die Pharmaindustrie in die Tierindustrie und weniger Konsumenten, die die Medikamente brauchen auf der Menschenseite. Deswegen sponsert die Pharmaindustrie ja auch so gerne Studien, die gegen Milch und Fleisch. Genau. Milch und Fleisch und dass du immer schön krank bleibst und du immer schön Konsument bleibst. An kranken Menschen verdienst du mehr als an gesunden und Toten. Ja. An gesunden und Toten verdienst du nichts, sind die zwischendrin, denen du Kasse machst. Genau. Ja. Genau. Und das zweite ist ja das Ganze mit Viagra. Und Viagra ist nichts anderes, als dass es gewisse Rezeptoren wieder anreizt und dass es den Blutdruck erhöht. Was auch Fakt ist, dass sehr viele Menschen, also sehr viele Männer nach dem Geschlechtsverkehr mit Viagra Herzleiden haben. Also sterben auch Männer am Herzinfarkt. Habe ich auch schon gehört, ja. Steht, glaube ich, Ich glaube, das steht sogar in den Nebenwirkungen, dass es, wenn man Bluthochdruck und Herzleiden hat, dass man das Ganze zuerst mit seinem Arzt besprechen soll. Es steht nicht, nimm es nicht, sondern red doch mit deinem Arzt drüber. Und der sagt dann, ja,
vielleicht einfach nicht jeden Tag. Vielleicht hat er sich nur eine Unterschrift, dass er nicht schuld ist, dann, wenn es dann passiert. Schon krass, oder? Und das natürlichste Viagra der Welt ist pflanzlich. Rote Beete. Rote Beete ist super. Viel Arginin. Nicht nur für Männer, auch also rote Beete ist für Sportler allgemein. Ja, Sehr gut. Ja. Mhm. Rote Beete ist super. Kürbiskerne haben einen sehr hohen Argininanteil. Wassermelone hat viel Citrullin-Malat drin, was auch gefäßerweiternd ist. Viele Mineralien drin hat, Spurenelemente und dich durchstarten lassen. In jeder Form. Wunderbar. Ja, ich glaube, damit lassen wir es gut sein. Es ist doch Da ist es angekommen. ein schöner Schlusspunkt, ein schöner Höhepunkt sozusagen. Und Jetzt musstest du aber noch einen drauflegen. Ja? wenn es am schönsten ist, soll man ja bekanntlich Schluss machen. Ist so. Ist so. Genau. Gut, dann schalte ich die Kamera jetzt mal ab. Ist sie gelaufen? Noch jemanden grüßen? Ist sie gelaufen? Ja. Ah. Boah, jetzt habe ich aber scheiß viel Material. Ja.